Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Gerät von Asus und zwar ein VivoBook 15 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet, aber zuallererst stellen wir mal sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man auf der Rückseite und zwar genau hier. Und ja, mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Ja, allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, man kann das Display tauschen. Das wird nur vom Frontrahmen gehalten, also relativ einfach. Allerdings ja, läuft das doch relativ weit hier runter. Das heißt, es ist wahrscheinlich am besten, die komplette Einheit abzunehmen, dass man an den Frontrahmen rankommt. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man allerdings auch einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben rausnehmen. Blende euch die auch im Bild ein. Und hier ist es so, das sind insgesamt 3 Schraubenlänge. Und zwar gibt es eine ganz lange Schraube, die ist hier oben in der Mitte. Und wir haben 4 kürzere Schrauben, die hier unten am Gerät sitzen. Und dann eben die restlichen Schraubenlängen, die ja, hier um das Gerät herumlaufen. Und prinzipiell benutze ich hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Und ja, da ist eben alles drin, was man so gebrauchen kann. Pinzetten, Öffner, ein Schraubenset, Schraubendreherset mit allen erdenklichen Aufsätzen. Und in dem Fall für die normalen Kreuzschrauben hier im Gerät und auch später für alles, was man da noch machen muss, nehme ich hier ein PH0 als Aufsatz. Und wenn man dann alle Schrauben rausgenommen hat, kann man daran gehen, die Unterseite vom Gerät zu lösen. Und da kann man hier, glaube ich, ganz gut sehen, wo die Verbindung läuft zwischen Gerät und Unterseite, auch hier oben. Und ich nutze da einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und dann probiert man im Grunde genommen zwischen Gerät und Unterseite eine Öffnung zu schaffen. Und das geht je nach Modell oder beziehungsweise je nachdem, ob das Gerät schon mal geöffnet wurde oder nicht, mal besser, mal schlechter. Ich probiere das jetzt mal hier auf der Rückseite, da einen Anfang zu finden. Und man merkt das relativ schnell, genau. Also hier geht das eigentlich ziemlich gut. Das Knacken, was hier manchmal auch echt richtig laut sein kann, ist normal. Da braucht man also keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Das ist einfach, wenn die Einraststellen sich hier lösen. Und dann hebelt man sich hier im Grunde genommen um das Gerät herum. Und da kann man auch eben mit den Fingern hier drunter greifen und ohne Gewalt aber einfach das da schon ein bisschen abziehen. Und hebelt sich so quasi den Weg um das Gerät herum. Man kann dann oft schon mit ein bisschen Wippen und Rütteln das lösen. Sollte es doch mal ein bisschen schwerer gehen, weil das Gerät eben noch nie geöffnet war, dann macht man wirklich in der gleichen Technik einfach weiter. Also hier auch auf den Seiten wird das dann nach oben gehebelt, auch vorne. Und genau, wenn man dann einmal drum rumgegangen ist, kann man dann die Unterseite abnehmen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres machen, stellen wir auf jeden Fall zuallererst sicher, dass der Akku nicht mehr mit dem Mainboard verbunden ist, dass hier wirklich kein Strom mehr fließt. Und das Akkukabel läuft hier unter dieser Metallschiene durch, da zum Mainboard. Und das funktioniert in dem Fall so, da ist so eine kleine silberne Brücke, die schiebt man zuerst nach oben.
und dann gibt die quasi den Stecker frei und man kann den hier dann einfach nach oben hin quasi weghebeln und ist so auf der sicheren Seite. Was wir hier noch sehen können, ist, dass hier drüben noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte wäre. Vielleicht ist auch eine eingebaut. Und ja, also in dem Fall müsste man das Gehäuse und den Adapter zum Mainboard auch mit dazu bestellen. Wir sehen hier oben noch den RAM. Hier ist die SSD. Da kann man den Lüfter sehen, der das Ganze hier über das Gehäuse quasi an den Heatsink weitergibt. Und dann haben wir hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Um den Akku zu tauschen, muss man zum einen die beiden Schrauben hier außen rausnehmen und man muss auch, weil das hier drunter läuft, also auch die beiden silbernen Schrauben von dem Blech hier lösen. Und dann kann man eben die Schiene hier abnehmen und danach den Akku. Da ist es halt so, dass hier vorne noch Kabel lang laufen, die man eben auch hier rausnehmen muss, genau wie die Kabel vom WLAN. Und da sieht man auch schon, ja, die sind jetzt hier direkt abgesprungen, das macht aber nichts. Zeige ich euch gleich, wie man das behebt. Auch hier vorne eben die Kabel rausnehmen. Genau, und so kann man dann den Akku tauschen. Und ja, direkt unter dem Akku sehen wir hier das Touchpad. Wie gesagt, das lässt sich auch einzeln tauschen. Und das wird jetzt in dem Fall von dieser Schraube hier gehalten. Das heißt, die muss man rausnehmen. Und man hat hier noch das Kabel, was das Touchpad mit dem Mainboard verbindet. Auch das muss man rausnehmen bzw. abstecken. Und das funktioniert hier so, das ist ein Kippschalter. Das heißt, den muss man zuerst aufklappen. Also einfach nach oben hin. Und das gibt dann das Kabel frei. Und da muss man auch einfach schauen beim Wiederverbinden. Ach so, ja genau. Und dann kann man das Touchpad quasi nach unten hin durchdrücken und entgegennehmen. Und wenn man das Kabel wieder verbindet, da einfach schauen. Da ist diese Linie hier ganz gut zu sehen. Bis dahin muss das Kabel auf jeden Fall wieder im Stecker sitzen. Genau so. Und dann wird das zugeklappt. Und somit hätte man das dann auch. So, den RAM zu tauschen ist wie bei allen Geräten super einfach. Man muss nur die beiden silbernen Klammern, die hier außen rumlaufen, nach außen ziehen. Und ja, schon kann man den lösen, aus dem Slot ziehen. Und ja, genau so kommt der auch wieder in den Slot zurück. Der geht auch nur in eine Richtung. So rum würde der gar nicht gehen. Das heißt, bis ganz hinten rein und dann nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Ja, genauso einfach ist auch die SSD. Die hat jetzt hier noch eine kleine Abdeckung drüber, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Die wird nur von einer Schraube hier unten gehalten. Und sobald man die raus hat, kann man die SSD aus dem Slot ziehen. Und ja, wie gesagt, das ist nur so eine kleine Abdeckung hier. Die ist auch nur draufgeklebt. Das heißt, darunter sieht man die ganz normale SSD. So könnte die auch aussehen, wenn man sie nachrüstet. Und auch die geht nur in eine Richtung. So wird es nicht funktionieren. Kommt zurück in den Slot. Wird nach unten auf das Gewinde gedrückt und wieder verschraubt. Wie eingangs erwähnt, kann man auch den Lüfter einzeln tauschen. Und da ist es so, der wird auch nur von diesen Schrauben hier gehalten. Und sobald man die raus hat, kann man den Lüfter aus dem Gehäuse nehmen. Hier noch auf das Kabel aufpassen. Das ist in dem Fall jetzt hier noch mit dem Klebeband fixiert. Und dann kann man den Lüfter eben rausnehmen. Und den Stecker kann man auch einfach hier seitlich ziehen. Die Kabel sind dünn. Ich werde jetzt hier eher am Stecker selber fassen. Und ja, also so kann man doch ziemlich einfach den Lüfter tauschen. Beim Wiederverbinden ist es so, man kann sich das so ein bisschen merken. Auf der einen Seite des Steckers sieht man hier Kontakte und die zeigen beim Wiederverbinden nach oben. Und das würde ich in dem Fall auch zuerst machen, allein schon, dass man es nicht vergisst. Das ist nämlich echt ärgerlich. Und da einfach wieder ganz zurück.
Dann kann man den neuen Lüfter hier einfach auf die Gewinde legen, beziehungsweise hat er hier auch noch eine kleine Positionierhilfe und sitzt dadurch eben auch perfekt in Position und muss nur noch wieder verschraubt werden. So, den Akku einzubauen ist in der Theorie sehr einfach, in der Praxis einfach nur etwas fummelig. Also auch zum einen hier, auch da sind Positionierhilfen, dass man den quasi schon direkt richtig hingelegt bekommt. Und der ist auch hier an der Seite, ich weiß nicht, inwieweit man das sehen kann, quasi eingehakt da drunter. Und dann fällt er hier schon genau auf die richtige Position. Und dann muss man im Grunde genommen nur noch mit ein bisschen Geduld die Kabel hier drunter einfädeln. Und auch hier vorne die Kabel müssen auch eingefädelt werden. Also das dann am besten sogar auch zuerst oder beziehungsweise schauen, dass das schon mal richtig sitzt. Dann geht das hier einmal drumherum. Und auch hier das gleiche Prinzip, das ist dann eben einmal oben, einmal unten, einmal oben. Genau, und dann kann man den Lüfter wieder verschrauben. Da kommt dann zum einen eben auch hier wieder die Schiene drauf und die beiden restlichen Schrauben. Ja, und dann kann ich euch das hier noch mal ein bisschen vom Nahen zeigen. Also schauen, dass diese silberne Brücke hier wirklich nach oben geschoben ist. Dann kann man den Stecker hier drauf drücken. Ich muss da natürlich so ein bisschen ins Bild. Genau so. Und dann kommt die Brücke von oben wieder drauf. Und bei den WLAN-Kabeln ist es so, dass es eigentlich auch nur ein bisschen Gefriemel. Ansonsten, man sieht hier die Markierung für das schwarze und das weiße Kabel. Und das sind einfach nur Druckstecker. Also das heißt, kann man hier ganz gut sehen, die werden dann einfach positioniert und nach unten gedrückt. Genau. Und das, also man merkt das, wenn die locker sitzen oder wenn sie dann richtig einrasten. Das merkt man. Da weiß man also doch einfach vom Gefühl her, dass die richtig sitzen, dass die richtig drauf sitzen. Und ja, also von dem her ein bisschen friemelig, aber tatsächlich auch kein Problem. Die Unterseite legt man jetzt einfach von oben wieder auf das Gerät und drückt nach unten hin alles fest. Und da kann man auch recht fest drücken, also auch in der Mitte sind Einraststellen. Und ich gehe am Ende auch hier einmal noch um das Gerät herum, um zu schauen, dass da wirklich nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist oder eine Öffnung ist. Drückt das alles richtig fest zu und dann lange Schrauben in die Mitte, die 4 kurzen hier nach vorne und dann noch den Rest und dann hat man das eigentlich super schnell erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.